Stell dir vor, du kommst nach Hause, die Fenster sind beschlagen und später blüht der Schimmel an den Wänden. Dein Vermieter sagt, lüften Sie mal richtig und pinselt Isolierfarbe drüber. Klingt bekannt? Heute sprechen wir über ein ganz aktuelles Urteil des Amtsgerichts Köln, das zeigt, manchmal ist der Schimmel eben doch nicht entstanden durch falsches Lüften, sondern durch falsches Bauen. Eine 6-köpfige Familie aus Köln hat jahrelang gegen den Schimmel gekämpft und am Ende vor Gericht gewonnen. Aber Achtung, das Gericht hat sehr genau hingeschaut, wo der Schimmel wächst. Denn nicht jeder Schimmel ist gleich. Nach dem Intro geht's weiter. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Igor Posikow und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. In der heutigen Episode geht es mal wieder um das Thema Schimmel in der Mietwohnung. Richtig, Igor. Und wir werden heute klären, wann ist Schimmel ein Baumangel und wann liegt es wirklich am Mieter? Wie beweist man das? Und was bedeutet nachhaltige Beseitigung? Spoiler, Isolierfarbe drüber pinseln reicht nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Michael, bevor wir in den konkreten Fall einsteigen, erklär uns doch bitte die Basics. Wer ist eigentlich wofür verantwortlich, wenn in der Mietwohnung zum Beispiel Schimmel auftritt? Das ist tatsächlich eine der häufigsten und grundlegendsten Streitfragen im Mietrecht. Grundsätzlich gilt, der Vermieter muss die Wohnung in einem vertragsgemäßen Zustand erhalten. Das steht in § 535 BGB, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das Amtsgericht Köln hat in dem Urteil, das Anlass für unsere heutige Folge ist, bestätigt, dass Schimmel definitiv ein Mangel ist, der die Gebrauchstauglichkeit einer Wohnung erheblich beeinträchtigt. Und zwar dann, wenn er vorhanden ist, also wenn er vorliegt. Okay, aber das ist doch nicht immer so einfach, oder? Ich meine, wenn ich als Mieter nie lüfte und die Wohnung wie ein Tropenhaus halte... Ja, die Rechtsprechung hat dafür sowas wie, ich sag mal, die Gefahrkreistheorie entwickelt. Stell dir vor, es gibt 2 Lager, das Vermieterlager und das Mieterlager. Jeder ist für seinen Gefahrenkreis verantwortlich, also für Umstände, die in seiner Risikosphäre liegen. Okay, klingt wie bei irgendeinem Strategiespiel, ja, kann ich aber erstmal soweit nachvollziehen. Wer muss denn das Ganze beweisen? Ja, das ist ein bisschen der Clou an der Sache. Der Vermieter muss zuerst beweisen, dass der Schimmel nicht baubedingt ist, also dass aus technischer Sicht ausgeschlossen werden kann, dass Baumängel die Ursache sind. Und, das ist wichtig, er muss beweisen, dass die Wohnung durch zumutbares Nutzerverhalten schimmelfrei gehalten werden kann. Okay, Moment, das heißt, der Vermieter ist erstmal in der Beweispflicht, also das wissen wahrscheinlich die meisten Mieter gar nicht, oder? Richtig. Erst wenn der Vermieter den Beweis geführt hat, so wie ich es gerade beschrieben habe, erst dann muss der Mieter beweisen, dass er sich korrekt verhalten hat. Das ist ein wichtiger Punkt, den viele übersehen und viele denken halt auch, der Mieter muss beweisen, dass er richtig lüftet. Okay, und was ist zumutbares Nutzerverhalten? Muss ich da jetzt alle 2 Stunden lüften oder wie sind genau die Vorschriften? Nein, Igor, du musst nicht zum Lüftungsroboter werden. Es geht nicht um Rhythmuseinheiten oder ähnliches, sondern es geht um ein angemessenes Verhalten, also regelmäßige Stoßlüften. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Also morgens und abends Fenster auf, querlüften, 15 Minuten lang. Ja. Angemessenes Heizen, ja, wenn es notwendig ist. Und nach Duschen oder Kochen extra lüften, weil da natürlich mehr Feuchtigkeit in der Luft ist. Aber du musst nicht dein Leben nach dem Lüftungsplan ausrichten. Okay, und wenn Schimmel auftritt, was muss ich als Mieter dann konkret machen? Naja, ganz wichtig ist, das Problem sofort dem Vermieter anzeigen und Abhilfe verlangen. Du hast dann mehrere Rechte. Erstens kannst du Mangelbeseitigung verlangen, klar. Zweitens kannst du die Miete mindern, wissen die meisten auch. Drittens kannst du unter Umständen Schadenersatz fordern, wenn eigene Sachen beschädigt wurden. Da muss man aber schon genauer hinschauen. Und viertens, im äußersten Fall kann der Mieter sogar außerordentlich kündigen. Aber über diese Rechte haben wir schon mal in einer Episode gesprochen. Die kannst du hier gerne verlinken bei der Endbearbeitung. Alles klar, kriegen wir hin. Wie hoch kann denn so eine Mietminderung ausfallen? Ja, da kann man jetzt auch keine konkrete Zahl nennen, sondern es kommt auch hier auf den Einzelfall an, auf den Umfang, Ausmaß des Schimmels, wie viele Räume betroffen sind. Ja. Bei Schimmel sehen wir Mietminderungen zwischen 10% und 50% im Regelfall, je nach Ausmaß und betroffenen Räumen. Wichtig ist, die Minderung tritt automatisch ein, sobald der Mangel auftritt. Du musst nicht dich darauf berufen zu mindern oder du musst die Minderung nicht ankündigen oder musst das nicht als Gestaltungsrecht ausüben. Wichtig aber, du musst vorher den Mangel angezeigt haben. Also du musst gesagt haben, lieber Vermieter, ich habe Schimmel in der Wohnung, mach weg. Das klingt aus meiner Sicht ziemlich plausibel. Gut, dann erzähl uns mal von der erwähnten Kölner Familie. Was war denn da jetzt los? Ja, also da hatten wir eine 6-köpfige Familie, Eltern mit 4 Kindern, die seit 1999 bereits in einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses lebte. Seit Jahren kämpften sie gegen Schimmel und Feuchtigkeit und das Drama ging, so stand es im Urteil oder so war es im Urteil zu entnehmen, seit 2018 bereits. 2018, okay, das ist schon ziemlich lange her, würde ich sagen. Was ist denn da so lange passiert und was wurde da so lange gemacht? Ja, das ist jetzt so der typische Verlauf bei der Geschichte. Der Vermieter hat immer wieder nur oberflächlich, in Anführungszeichen, repariert. Ja? Schimmel entdeckt, Schimmel angezeigt, Isolierfarbe drüber. Problem gelöst. Von wegen. Ja? Der Schimmel kam immer wieder zurück. Wie ein schlechter Filmsequel. Okay, gut, alles klar, verstehe ich.
Schimmel 2, die Rückkehr, so ungefähr, ja. Aber im Ernst, wo trat der Schimmel denn jetzt immer wieder auf? Ja, überall in der Wohnung. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in den Kinderzimmern, Küche, WC, praktisch in jedem Raum. Besonders betroffen waren die Bereiche um die Fenster herum. Fensterrahmen, Fensterbänke, Fensterleibungen. Okay, und dann kam da noch ein Wasserschaden dazu, ist das richtig? Hast du richtig gelesen, in der Vorbereitung, genau. Ja, da trat im Januar 23 mitten im Winter ein Wasserschaden auf, weil ein Rohr in der Badezimmerwand gebrochen ist. Das Wasser wurde abgestellt, Toilette und Dusche waren nicht benutzbar, der Durchlauferhitzer kaputt, kein warmes Wasser für fast einen ganzen Monat. Ja, stell dir vor, Familie, 4 Kinder, kein warmes Wasser, mitten im Winter. Wäre auch für uns schlimm gewesen. Aus meiner Sicht absoluter Horror, ist wirklich kaum vorstellbar. Wie hat die Familie denn reagiert? Die haben alles absolut richtig gemacht, geradezu schulbuchmäßig. Ja, die haben den Mangel angezeigt, die haben den Vermieter Fristen gesetzt zur Beseitigung des Mangels. Sie haben sich anwaltliche Hilfe geholt. Sie haben sogar ihre Mietzahlung unter Vorbehalt gestellt. Ja. Eine wichtige Voraussetzung, um später eben die zu viel gezahlte Miete zurückfordern zu können. Auch darüber haben wir schon in vergangenen Folgen gesprochen. Ich erinnere mich. Gut, unter Vorbehalt zahlen, also den Rat hast du uns schon ein paar Mal gegeben, soweit ich mich erinnere. Was war denn hier die Argumentation des Vermieters? Ja, kannst du dir auch fast denken. Ne? Der klassische Einwand des Vermieters war: Die Mieter lüften falsch. Ja, der Vermieter hat sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben, das das falsche Heiz- und Lüftungsverhalten der Familie als Ursache nachweisen sollte. Okay, und was verlangte die Familie vor Gericht? 3 Dinge. Erstens, Beseitigung der Mängel. Und zwar nicht nur Farbe drüber pinseln, sondern die Ursachen beheben. Zweitens, Rückzahlung von zu viel gezahlter Miete für die Jahre 2020 bis 2023. Und drittens, Erstattung der Anwaltskosten. Okay, wie immer. Und um wie viel Geld ging es in diesem Fall? Ja, die Familie wollte hier über 8.000 Euro zurückhaben. Ja, 25% Mietminderung für die meiste Zeit wegen der Schimmelbildung und 40% für den Monat Januar, in dem der Wasserschaden aufgetreten war. Da kam schon also eine ganz ordentliche Summe zusammen. Okay, du sagst 40% für Januar 2023 wegen dem Wasserschaden. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt keine allgemeinen Grundsätze. Das Gesetz sagt ja nur, habe ich auch in den vergangenen Folgen schon öfter zitiert, ja, die Miete ist herabgesetzt in dem Maße, in dem die Gebrauchsmöglichkeit der Wohnung beeinträchtigt ist. Ja. Jetzt musst du also gucken, was ist durch den Wasserschaden beeinträchtigt. In dem Fall, wir haben kein Badezimmer, kein warmes Wasser. Blöd, aber es bedeutet nicht, dass die Wohnung gänzlich unbewohnbar und unbenutzbar ist. Also ich gehe davon aus, die Familie hat nach wie vor da gelebt, Fernsehen geguckt, geschlafen, gekocht. Ja, also 40%, vielleicht ein bisschen defensiv, aber ich finde es gar nicht verkehrt. Und was geschah dann im Gerichtsverfahren? Das Gerichtsverfahren ist auch offenkundig nahezu typisch abgelaufen. Ja. Das Gericht hat, wie in diesen Fällen üblich, einen Sachverständigen bestellt. Ja. Der sollte halt klären, welche Ursache die Schimmelbildung hatte. Ja. Darum geht's jetzt im Kern. Und der hat sehr genau hingeschaut. Mit Messungen, technischen Analysen, das ganze Programm hat gespult. Das klingt ziemlich teuer für die Kläger oder die Beklagten, je nachdem, wer da jetzt... Das ist teuer für den, der die Kosten tragen muss am Ende, das stimmt. Genau, richtig. Was hat denn der Sachverständige rausgefunden? Ja, jetzt kommt der spannende, interessante Teil an der Sache, auch nicht untypisch in solchen Konstellationen. Er hat zwar festgestellt, dass es bauliche Mängel gibt, aber eben nur in bestimmten Bereichen. Und du kannst ja auch schon fast denken, anhand meiner Beschreibung von vorhin, wo, nämlich an den Fenstern. Dort hat er Wärmebrücken festgestellt, die zwangsläufig zu Kondensatbildung führen. Das ist baubedingt und nicht vermeidbar. Also das ist Verursachung im Gefahrenkreis des Vermieters. Okay, jetzt kommt bestimmt ein Aber, das ahne ich schon. Ja, genau, das Aber. Und das war hier das große Aber. In anderen Bereichen lag es tatsächlich am Lüftungsverhalten. Der Sachverständige hat eben gemessen, Raumfeuchtigkeit, Wärme und hat dann festgestellt, die Familie lüftet zwar 2-mal täglich, aber viel zu kurz und nicht effektiv genug. Also wahrscheinlich kein Querlüften, kein Stoßlüften, ja, kein vollständiger Austausch der Luft in den Räumen. Okay, das heißt, beide Seiten hatten teilweise recht. Am Ende lief es darauf hinaus, ja. Das Gericht hat sehr differenziert entschieden. Schimmel an den Fenstern, Vermieter schuld, Schimmel an anderen Stellen, Mieter schuld. Okay, wie hat das Gericht denn jetzt im Ergebnis entschieden? Ja, teils halt. Ja. Die Familie hat teilweise gewonnen, teilweise verloren. Der Vermieter muss die Schimmelschäden an allen Fenstern nachhaltig beseitigen, und zwar richtig, nicht nur mit Isolierfarbe. Okay, und finanziell? Ja, da ist von den geforderten über 8.000 Euro, sind da nur 438 Euro übrig geblieben. Das klingt zwar erstmal wenig, aber das liegt daran, dass das Gericht nur für einen sehr kurzen Zeitraum eine Mietminderung anerkannt hat. Okay, warum denn nur so einen kurzen Zeitraum? Das Gericht, so habe ich es aus dem Urteil entnommen, hat eben ausgeführt, dass es für die baulichen Mängel an den Fenstern grundsätzlich 15% Mietminderung ab dem Zeitpunkt gibt, als der Schimmel wieder angezeigt wurde. Und das war Ende Dezember 2022. Für Januar 2023 kamen dann eben 40% wegen des Wasserschadens hinzu. Ja. Das führt aber dann am Ende in der Berechnung auf die 438 Euro. Ja, klingt wirklich wenig. Aber warum jetzt nicht wie die Jahre davor?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt für alle Mieter. Das Gericht konnte nicht genau feststellen, welche Schäden in den Jahren davor baubedingt und welche verhaltensbedingt, also durch falsches Lüftungsverhalten entstanden waren. Und ohne klare Beweise gab es keinen Anspruch. Okay, das heißt, nachhaltige Beseitigung jetzt konkret? Ja, da war das Gericht in den Entscheidungsgründen sehr klar. Ja, nicht nur die Symptome behandeln, also nicht nur wieder mit Farbe drüber streichen, sondern die Ursachen beheben. Bei Wärmebrücken bedeutet das möglicherweise hier sogar bauliche Veränderungen, bessere Dämmung, neue Fenster, je nach Fall. Das konnte ich natürlich daraus jetzt nicht entnehmen. Das muss aber dann wahrscheinlich auch noch erst geklärt werden. Ja, das steht oft vorher nicht fest. Okay, also ist der Vermieter wahrscheinlich doch nicht so günstig davon gekommen, wie er sich erhofft hat aus dem Urteil. Finanziell, ne, unterm Strich auf jeden Fall nicht, denn das ist auch Sinn der Sache. Der Vermieter soll nicht jahrelang mit Billiglösungen durchkommen. Ja, einfach nur überstreichen die schimmeligen Stellen, finde ich jetzt auch nicht in Ordnung. Wenn bauliche Mängel vorliegen, müssen sie richtig behoben werden. Ja, da gebe ich dir recht. Was war mit den Anwaltskosten? Die hat das Gericht der Familie zugesprochen. Die vorgerichtlichen Anwaltskosten waren zu erstatten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und gelesen habe, knappe 500 €. Das ist aber trotzdem wichtig im Grundsatz, ja, wenn man Recht bekommt, trägt der Vermieter auch die Kosten für die anwaltliche Beratung. Okay, Michael, was sind deine Top-Tipps für Mieter, die jetzt solche Schimmelprobleme haben? Na gut, erstens, wie ich es immer sage, sofort dokumentieren. Fotos mit Datum, dann schriftliche Mängelanzeige machen. Zweitens, Mietzahlung ab dann unter Vorbehalt stellen, also auf der Überweisung vermerken, Mietzahlung unter Vorbehalt wegen Mängeln oder meinetwegen auch nur Mietzahlung unter Vorbehalt, wenn man nicht viel texten möchte. Und drittens, ja, nicht mit Oberflächenreparaturen zufrieden geben. Aber wenn der Mieter glaubt, der Vermieter macht's eben halt nur Fuschula-Mengen, dann vielleicht doch anwaltlichen Rat einholen, frühzeitig. Okay, hast du auch für Vermieter vielleicht einen Ratschlag? Ja, nehmt diese Beschwerden und diese Mängelanzeigen ernst. Eine ordentliche Ursachenanalyse ist günstiger als jahrelange Rechtsstreitigkeiten zu führen. Im Prozess wird dann eben halt ein Sachverständigengutachten eingeholt. Und natürlich als ultimativen Tipp, Isolierfarbe ist keine Lösung. Höchstens ein Pflaster auf die große Wunde. Oder noch besser der Spruch, Isolierfarbe ist keine Lösung, sondern eher eine Frechheit. Das war wirklich ein spannender Fall, der zeigt, ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie immer. Manchmal ist der Vermieter schuld, manchmal der Mieter, manchmal beide ein bisschen. So ist es. Ja, das war's für heute von Law & Talk. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr über eure Rechte als Mieter oder Vermieter erfahren wollt, dann abonniert unseren Podcast, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ihr findet uns eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, und wenn ihr konkrete Fragen zu eurem Mietvertrag oder Schimmelproblemen habt, meldet euch gerne bei uns in der Kanzlei. Wir helfen euch dabei, eure Rechte durchzusetzen. Egal ob als Mieter oder Vermieter. Genau, unsere ganzen Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du dich für rechtliche Fragen rund um das Thema Mietrecht interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.